Heute ist der letzte Tag deines restlichen Lebens. Ich glaube, viele Menschen haben nicht wirklich ein Zeitproblem, sondern ein Prioritätenproblem. Und zwar wird das Thema von heute das Thema Zeit sein. Also schauen wir uns doch mal konkret an, welche Möglichkeiten es gibt, um eine solche Reise, was ja ein größeres Projekt ist, in Angriff zu nehmen. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Reisesports mit dem Motorrad. Heute, wie man sieht, bei Traumwetter im Mai aus dem Umland von Tirana hier in Albanien. Ich wollte heute mit euch über ein Thema sprechen, was viele umtreibt, die mit dem Gedanken spielen, für eine längere Zeit mit dem Motorrad auf Reisen zu gehen. Und zwar wird das Thema von heute das Thema Zeit sein. Das Ganze soll unter dem Motto stehen: Heute ist der letzte Tag deines restlichen Lebens. Die meisten Menschen glauben ja, ihnen fehle die Zeit für eine Motorradfernreise, für ein Sabbatjahr, für eine Auszeit, für ein großes Abenteuer. Aber vielleicht fehlt ihnen gar nicht die Zeit, sondern vielleicht fehlt ihnen eher nur der Mut, darüber nachzudenken, wie sie ihre Lebenszeit eigentlich verbringen wollen. Denn die Wahrheit ist, heute ist der letzte Tag deines restlichen Lebens. Nicht morgen, nicht irgendwann, heute. Wenn Menschen uns schreiben, kommt fast immer derselbe Satz: Ich würde das auch irgendwann mal gern machen, aber mir fehlt die Zeit. Und ich glaube, genau darüber müssen wir sprechen. Denn Zeit ist wahrscheinlich die wertvollste Ressource, die wir besitzen. Und gleichzeitig behandeln viele Menschen sie so, als sei sie unendlich. Die meisten Menschen leben in einem permanenten Später. Später mache ich die Reise, später nehme ich mir die Auszeit, später kündige ich vielleicht, später fahre ich nach Südamerika, später habe ich genug Geld, später bin ich bereit. Aber dieses später kommt eigentlich nie. Weil neue Verpflichtungen entstehen, neue Ängste entstehen, Komfort entsteht, Verantwortung nimmt zu und das Leben läuft einfach weiter. Und irgendwann merkt man, man hat jahrelang funktioniert, aber nicht wirklich genug gelebt. Ich glaube, viele Menschen haben nicht wirklich ein Zeitproblem, sondern ein Prioritätenproblem. Das klingt hart, aber ich meine das nicht arrogant. Denn wir leben in einem System, das Menschen permanent beschäftigt hält. Arbeiten, konsumieren, Ablenkung, Routine. Und irgendwann erscheint eine mehrmonatige Reise plötzlich wie etwas völlig Unrealistisches. Obwohl viele Menschen abends stundenlang am Handy kleben, jedes Jahr Unsummen an Geld für Konsum ausgeben oder immer auf ein Leben warten, das irgendwann beginnen soll. Aber genau dieses Leben läuft längst. Genau jetzt. Also schauen wir uns doch mal konkret an, welche Möglichkeiten es gibt, um eine solche Reise, was ja ein größeres Projekt ist, in Angriff zu nehmen. Ich beschreibe in meinem Buch auch zum Thema Zeit verschiedene Arten des Reisens. Denn nicht jeder muss komplett gleich seinen ganzen Job kündigen und alles verkaufen und losziehen. Denn es gibt eben zur Erreichung des Ziels ganz unterschiedliche Wege. Ein klassischer Weg wäre das Sabbatjahr. Man nimmt sich da eben ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch ein bisschen länger Zeit. Es ist ein klar definierter Zeitraum und man kann danach eben auch wieder in seinen Job zurück, könnte die Wohnung zum Beispiel untervermieten oder das Haus oder wenn die finanziellen Mittel eben da sind, das eben auch leer stehen lassen beziehungsweise einfach so sein lassen, wie es ist und dann wieder zurückkommen in sein normales Leben. Der Vorteil ist, dass es eben vielen Menschen Sicherheit gibt. Sie haben einen klar definierten Zeitraum, da gehe ich und ich komme zurück und es geht genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Vermeintlich. Aber dazu dann vielleicht noch später.
Aber für viele Menschen ist es ganz gut, so eine Sicherheit zu haben und sie brauchen genau dieses Gefühl von Sicherheit, um überhaupt erst loszugehen. Ja, so die zweite mögliche Art, wie man eben auf eine Fernreise gehen kann, ist eine punktuelle Fernreise. Also, ja, das unterschätzen halt viele, aber manchmal tun es einfach auch 3 Wochen Balkan, 1 Monat Georgien, 2 Wochen auf den Tet nach Südfrankreich oder nach Sardinien oder genau eine Reise hier durch Albanien. Auch dann entstehen nämlich Erfahrungen, die Menschen verändern können. Viele warten ja auf das ganz große Abenteuer und erleben deshalb gar keins. Von dem her lieber auch mal ein kleines Abenteuer wagen und was erleben. Ja, wer größer träumt, der nimmt sich einfach eine komplette Auszeit. Das ist so die dritte Art, wie man so zeitlich seine Fernreise organisieren kann. Das heißt, ja, ich kündige Job, ich kündige den Job, kündige die Wohnung, ja, verkaufe viele meiner Sachen, die ich ja, für die Zeit, die ich eben reise, einfach nicht mehr brauche. Und wenn ich zurückkomme, werden sie alt. Manche Menschen entscheiden sich auch bewusst dafür. Das ist nicht romantisch, das ist auch ein bisschen beängstigend. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, für manche Menschen ist genau das der richtige Weg. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, die sagen, ja, ich möchte nicht einfach nur reisen, ich möchte komplett anders leben. Und das wäre dann ja die, sage ich mal, High-End-Kategorie, Open-End. Also ich nehme mir einfach so viel Zeit, wie ich brauche, verkaufe alles, breche mein Leben komplett ab und ja, gehe auf die große Reise. Das ist natürlich die Methode mit der wenigsten Sicherheit. Ja, es ist unglaublich anstrengend, wenn man dann ja, irgendwann mal wieder zurückkommen wollte, neuen Job suchen, neues Leben suchen. Man hat sich oftmals auch persönlich ganz, ganz krass verändert. Ja, viele zwischenmenschliche Beziehungen haben sich auch aufgelöst. Es ist wahrscheinlich die radikalste Form von Freiheit, aber eben auch die unsicherste. Und Freiheit ohne Sicherheit klingt erstmal romantisch, bis man sie in Extremsituationen wirklich mal erlebt hat. Das Interessante ist, auf langen Reisen verändert sich auch das Gefühl für Zeit, oder das persönliche Gefühl für Zeit komplett. Im normalen Alltag hat man Termine, Uhrzeiten, Stress, Verpflichtungen, die man einhalten muss. Auf Reisen zählen ganz andere Dinge. Der Sonnenauf-, der Sonnenuntergang, das Wetter, die Temperaturen, Hunger, Müdigkeit, Tageslicht und Nacht. Man lebt plötzlich wieder viel unmittelbarer, präsenter. Und genau deshalb wirken lange Reisen auf viele Menschen so intensiv, weil sie einfach wieder anfangen, Zeit wirklich wahrzunehmen. Ich glaube, viele Menschen warten auf den perfekten Zeitpunkt, um loszufahren. Den gibt es aber nicht. Es wird immer Gründe geben, alles zu verschieben, ist gerade unbequem, es passt gerade nicht. Ja, warum es vernünftiger wäre, vielleicht doch später loszufahren. Die eigentliche Frage ist nicht, habe ich Zeit? Die eigentliche Frage ist eher, bin ich bereit dafür, mir endlich mal ganz klar Gedanken darüber zu machen und mir die Frage zu beantworten, für was ich meine Lebenszeit eigentlich wirklich nutzen möchte. Motorradfernreisen beginnen nicht auf dem Motorrad, nicht in der Planung, nicht in der Vorbereitung. Sie beginnen mit einer ganz klaren Entscheidung. Der Entscheidung, sich seine Zeit endlich zurückzuholen, der Entscheidung, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen und die Entscheidung, endlich aufzuhören, alles auf später zu verschieben. Denn irgendwann existiert nicht, es existiert nur jetzt. Viele dieser Gedanken und Erklärungen beschreibe ich auch noch viel expliziter und ausführlicher in meinem Buch. Das Ganze findet ihr auf Amazon. Den Link dazu findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung oder auch auf unserer Webseite www.germexadventures.de. Dort könnt ihr nämlich auch eine 1:1 Beratung mit uns buchen, wenn ihr eine persönliche Beratung von uns für euer Reisevorhaben, für eure große Reise haben möchtet. Schreibt doch mal in die Kommentare unten, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdet ihr sofort losfahren? Und wenn nicht, was hält euch zurück? Das war's für heute zum Thema Zeit und Motorradreisen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge hier aus dem traumhaften Albanien. Wir sind wie immer fleißig am Motorradfahren, am Aufnehmen und YouTube schneiden und Videos schneiden. Und ja, würden uns freuen, euch bald mal wieder hier zu sehen. Viel Freude beim Motorradfahren, bleibt immer schön oben und bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Germex Adventures. Ciao!